entdecken, Menschen verstehen, Gedanken erleben, intensiver wahrnehmen, Menschen entdecken, Orte verstehen, Geschichten hören, die Welt neu. Menschen begegnen auf Straßen und Plätzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Menschelt. Heute zu Gast mit Romy. Mario. Und diesmal sind nicht Romy und Mario diejenigen, die hier durchs Programm führen, sondern ich, Paul und Anne. So. Schön, dass wir jetzt da sind. Hallo Paul, Anne. Hallo Anne. Schön, Ja, genau. schön dass Hallo. ihr zugesagt habt, Der Esel dass nennt wir sie das immer versuchen zuerst, können. aha. Ja. Ich heiße nicht Paul. Paul. Also Anne, Das ist gut, so geht's uns auch immer, Romy, oder? Ja. Überlegst du auch immer, wie man anfängt? Ja? Geht dir das, wenn du mit den Leuten durch Wald und Heide gehst, auch so? Also ich habe meistens immer so eine Einstiegsfrage im Kopf, die sich aber ändern kann, je nachdem mit wem und wo ich gehe. Und der Rest ist der spontan oder kommt der so Der Rest gut entwickelt sich, geplant aus dir heraus? der Rest entwickelt sich tatsächlich im Gespräch. Ja. Ja. Schauen wir mal, wo es uns heute so hinführt. Will irgendjemand wissen, warum wir euch eingeladen haben? weiß ich nicht. Denke ich schon, ja. Es gibt bestimmt ein paar Zuhörer, die wollen wissen, warum seid ihr jetzt nicht auf der Seite, sondern auf der anderen. Genau. Ja, Weil warum ich- ist das so, Mario? Weil wir eigentlich mit Romy eine Folge aufnehmen wollten und dann kamen wir auf die Idee zu sagen, warte mal, wir können uns ja interviewen lassen. Und dann haben wir überlegt, wer es machen könnte und dann meinte Romy irgendwann, frag doch mal Paul. Und dann hat Paul gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Und im Hintergrund hat es gelacht und er hat gesagt, und Anna. Und jetzt seid ihr bitte hier. Ja, Genau. jetzt Das haben wir ist den ein Versuch und Schlamassel. dann mal gucken, ob wir es veröffentlichen. Und wir freuen uns. Oh ja. Ja, ist schon lustig. Genau. Ist auch sehr witzig hier zu sehen und hier zu sitzen und die viele Technik zu sehen. Und genau, weil man hat ja immer so die Vorstellung, es ist einfach nur, man hat ein nettes Gespräch, aber die Technik dahinter sehen wir ja sonst gar nicht. Mario, möchtest du ein bisschen was darüber erzählen, was da eigentlich so mit drinnen oder mit dabei ist? Also bei den Folgen, bei den normalen, da hat Romy eigentlich nichts weiter mit, außer 3 kleine Geräte jetzt, wo man ganz am Anfang hat man es immer übertrieben mit einem großen Gerät und da noch 2 Geräte rangekoppelt und dann waren zu viele Kabel und Und dann das. hat es immer geklappert. Und geklappert hat's. Ja, und dann bin ich dann dazu gekommen, ihr nur noch 3 Geräte mitzugeben, weil das dann am einfachsten ist. Die 3 Geräte anmachen und dann hat jeder eins in der Hand. Fertig. Oder angesteckt. Oder angesteckt, ja. Und dann muss man aber darauf achten, dass man die Puschel dran macht. Ja. Denn sonst ist man ein Hasi. Richtig. Wie Maren Pieske das so schön gesagt hat. Ist ein Insider. Genau, das ist ein Insider. Es sind so ganz kleine Mikrofone, die man anstecken kann. Mhm. Und wenn es draußen windig ist, dann gibt es so eine Puschel, die man auf diese Mikrofone Man nennt draufsteckt. es auch Windschutz. Den Windschutz, genau. Und ja, das ist nicht ganz, also eigentlich ist es ganz einfach, aber mir gelingt es sehr selten, die da dran zu packen. Und deshalb kann es durchaus sein, dass es mal sehr windet, wenn es mir nicht gelungen ist, die Ja, Dinge weil wir uns noch nie die Zeit zusammenzutun. gefunden haben, hier mal 5 Minuten zu sitzen, um mal die Puschel zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Das stimmt. Naja, es hört sich ja nach einer neuen Aufgabe an. Genau. Da Also werden wir uns widmen. ja, also das ist die Technik jetzt für Romy, wenn sie durch die Gegend läuft. Da will ich zwar auch noch irgendwann was ändern, aber das geht dann eher um Video und Aber eine Fotos. Frage habe ich noch. Warum Ja. 3 Mikros bei 2 Also es sind- Gesprächspartnern? Es sind 2 Mikros und ein Empfänger, ein ganz kleiner. Ach so, Und der okay. passt dann halt auf, dass dann Die halt 3 das gleich Geräte. richtig eingeregelt wird. Ja. Damit ich nämlich 2 Backups habe, falls eins ausfällt. Ach so, und ganz am Anfang, als ich dieses Handding noch dabei hatte, das war sozusagen ein Ambient-Mikro, richtig? Sozusagen die Umgebungsgeräusche noch einfangen sollte, die man ganz laut hört, als ich mit dem Daniel Jordanov marschiert bin und dann der Zug vorbeikam und dann die Autos und alles Mögliche. Also das hat man dann sehr, sehr laut gehört, weil dann das Mikro direkt auf in der Gegend so gerichtet werden konnte, wo das Geräusch jetzt herkommt. Und das hat halt so eingestellt, wenn Romy das vor sich hält, dass man rechts und links halt die Geräusche noch einfängt, wenn ein Vogel vorbeikam oder wenn halt irgendwas anderes ist, wenn Bäume rascheln, dass das zu hören ist. Aber das fanden, also 50% fanden es zu krass und wollten das nicht und 50% fanden es total cool. Deswegen dachte ich, dann kann man machen, was man wollen. Da ist ja genau das Mittelmaß, ist ja in Ja. Ordnung. Alle glücklich. Ja. Ja, und die Technik, die wir jetzt hier haben, das ist jetzt sozusagen unsere Standtechnik, die wir ja dann beim Live-Podcast genommen haben. Die jetzt vergrößert wird, dann noch auf Videopodcast und so, damit wir dann später noch mehr Folgen machen können. Also andere Formate, die nicht laufend sind, sondern vielleicht sowas wie Vereine oder irgendjemand kommt halt her und dann quatscht man mal über ein Thema. Was hast du vor? Was? Was mit Vereinen?
Zum Beispiel, ja. Da hätte ich jetzt auch mal noch eine Frage. Das kann ich mir nämlich, also du meinst mit mehreren Menschen in einem Raum? Ja, Aha. zum Beispiel mit 4 oder mit 3. Also ich würde halt gerne mal alle Vereine aus der Gemeinde mal befragen und sprechen mit denen. Und da bin ich aber noch am Überlegen, wie eine Idee war zum Beispiel, dass man sich also gerade weil wir beim Tischtennis sind mit Paul, hatte ich halt überlegt, man könnte sich ja den neuen Vorsitzenden einladen mit dem älteren Vorsitzenden sozusagen. Bei uns wäre das ja Wolfgang und Carsten, die beide an den Tisch holen und dann halt mit denen reden über den Tischtennisverein. Das war eine Idee. Die andere Idee, die ich hatte, war, wir nehmen uns zum Beispiel Carsten vom Tischtennisverein oder jemanden von einem ganz anderen Verein. Sowas wie zum Beispiel, es gibt ja hier den, wie heißt der sorbische Verein von, Sahotka. Sabotka. Irgendwie sowas aus Uist. Das Uist, genau, dass wir uns die einladen und dass ich dann 2 hier habe, die komplett unterschiedliche Themen haben. Müssen wir mit denen reden. Aber wie und was und wo, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass wir es machen wollen und deswegen brauche ich auch erstmal eine Pause, um da mal drüber nachdenken zu können. Ja. Stichwort Pause. Ja. Genau, ich glaube, wir sind heute hier auch da, weil es um eine Pause gehen soll. Ja. Ich wollte erzählt mal, unbedingt was hat es mit der Pause auf sich? Also mir war das dann irgendwann zu viel Fließbandarbeit mit die monatliche Folge. Wir sind dann irgendwann reingerannt, dass wir dachten, jetzt fehlt die Folge noch. Und dann hat Romy dann meistens Stress gekriegt, dass sie noch eine Folge hatte. Dann habe ich dann die Folge gehabt, musste sie schneiden und es gab halt die Deadline. Das war am Anfang irgendwie noch toll, weil ich noch voller Elan da drin war und Technik und hier und gucken. Und dann wurde es auf einmal Fließband. Und dann hatte ich keinen Spaß mehr dran. Und ich will aber Spaß daran haben. Und deswegen will ich jetzt mal eine Pause haben. Das habe ich auch Romy gesagt, um erstmal einfach wieder irre, komische Sachen machen zu können, mal 3 Monate, mal wieder zu gucken, gibt es andere Schnittprogramme, wie kommt man schneller zum Ziel von dem Ganzen, gibt es andere Formate, die wir noch nebenbei machen wollen und so und damit die Qualität hält oder besser wird, aber nicht schlechter. Und irgendwie, ich hätte jetzt Angst davor gerade, dass es jetzt in der nächsten Zeit mal kurz erstmal schlechter werden würde, weil ich halt auch beim Schneiden gerade nicht mehr so den Spaß dran hatte, wie ich es am Anfang noch hatte. Weil so eine Folge 10-mal hören, schlaucht auch ganz schön. Also, und ich höre die manchmal 10 bis 20 Mal und mal jetzt unter uns gesagt, hört ja keiner zu. Also wenn man 10-mal denselben Satz hört oder 30-mal, dann ist das egal, wer den sagt, wie man den leiden kann oder nicht. Also man findet das dann zum Kotzen einfach. Und geht ja meistens manchmal eine Stunde, ne? Also das ist ja Was? Die Folge. Podcast, Geht so so die lange. Folge. Na, so eine Stunde, Wenn sie dann 1,5 Stunden rauskommt und dann, wenn du das dann so 10, 20 Mal hörst. Na, ich schneide so an der Folge Schon- so 17 bis 20 Stunden ungefähr, ja. Und schneidest du viel raus, so zwischendrin? Nee. Nee. Fast gar nicht. Also es kommt selten vor, wenn jemand das möchte. Also das, was Kleines rausgeschnitten wird. Aber ich versuche ja das Ambient zu halten. Also was ich am meisten mache, ist sowas wie Amps. Also wenn die ganze Folge lang Amps kommen. Also ich höre mir dann wirklich die Folge am Anfang an und dann merke ich, es wird anstrengend. Es gibt ja dieses You can't make it unziehen. Also wenn man es einmal gehört hat, kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. So, und das passiert bei dem Podcast auch manchmal, wenn ich dann bei der Hälfte am Anfang merke, oh, jetzt habe ich es gehört und ab dann kriegst du es nicht mehr raus. Nämlich sowas wie ein oder irgendwas Doppeltes. Es gibt Leute, die sagen halt manchmal, ja, dann konnte ich nicht. So. Und wenn das 20 Mal hintereinander passiert, dann schneide ich dann halt die alle raus dann dazu. So, ja. Mhm. Und das ist dann die Arbeit. Und dann aber die andere Arbeit eben, sage ich ja, ich will manchmal halt einen Vogel, den will ich drin haben. Also den hört man dann im Podcast nicht direkt, aber ich höre den halt auf den Kopfhörer, dann kommt so ein Vogel vorbei, dann muss der drin sein. Dann muss das Knirschen von irgendwas muss zu hören sein, aber darf nicht zu laut sein, darf wieder Kind stören. Und das ist dann, was dann die Arbeit macht. Ja. Aber rausschneiden, versuch mal so viel wie gar nicht rauszuschneiden. Also eigentlich, ja. Mhm. Also auch wenn Mario jetzt eine kreative Pause einlegt, um sozusagen noch besser durchzustarten, heißt das nicht, dass ich nicht spazieren gehen könnte. Das heißt, der Aufruf an alle, die Bock haben, mal entweder mit uns beiden hier im Studio zu sitzen oder mit mir alleine spazieren zu gehen, meldet euch gern. Wir hatten das hehre Ziel, in allen 18 Ortsteilen vertreten zu sein, beziehungsweise 18 Folgen zu machen mit Menschen aus diesen unterschiedlichen Nein. Ortsteilen. 600 Folgen. Das war erstmal das Ziel mit den 18 Ortsteilen, bevor uns ganz viele andere fixe Ideen gekommen sind. Und wir sind noch gar nicht nicht... 18. Also wir wollten 18 Ortsteile, aber ist Genau. doch egal, ob wir Ja. aus einem Ortsteil 6 Leute haben oder 10. Ist Nein, aber der Ursprungsgedanke war, wir gehen erstmal in jeden einzelnen Ortsteil, um dann weiterzumachen. doch, genau. Da wir aber die Ortsteile noch nicht voll haben, wie Mario schon sagte, war ich dann so ein Stück weit unter Druck, dass ich ja jetzt in anderen Ortsteilen nehmen muss, obwohl Anfragen von schon bereits gesendeten Ortsteilen kamen. Und ich würde mich
doch freuen, wenn wir erstmal diese Ortsteilgeschichte weiter verfolgen. Und wenn sich das aber nicht ergibt, dann machen wir halt was anderes zwischendurch. Welche Ortsteile wären es denn? So mal ganz konkret. Berwalde, Spray, Drehna, Mönau, Kleinradisch, Tauer, Dürbach, Kaschelweich. Nein, Kaschel haben wir noch nicht. Kaschel haben wir auch noch nicht. Stimmt, Kaschel haben wir auch noch Kaschel nicht. hatten wir fast schon. Und dann war es wieder weg. Genau. Und wir könnten aber auch einen Podcast über Reichwalde machen, weil da finden wir immer welche. Genau. Oder Klitten. Klitten oder, könnten wir auch. Ja. Genau. Ach, Kringelsdorf hatten wir auch noch nicht. Stimmt, Kringelsdorf fährt noch jemand. Dann Ja. ist das heute Kringelsdorf. Nein, Nein, Nee. nein. da hätten wir gerne noch jemanden geht anderen aus nicht. Kringelsdorf. Ja. Genau, aber wenn wir jetzt Aufrufe machen, dann können wir gleich noch aufrufen, wenn jemand Lust hat, schneiden zu lernen oder das mit mir zusammen zu machen, dann wäre nämlich auch schön, einfach jemanden da zu haben, der das mitmacht, weil geteilte Arbeit ist halbe Arbeit. Mhm. Ja, Und das ist ein cooles Arbeiten mit Mayo, kann ich nur sagen. aber auch anstrengend. Das Ach, nein. möchte ich auch unterschreiben. Ja? Okay, wer eine anstrengende und schöne Arbeit möchte. Kreativ dazu. Kreative Arbeit, Ja. was Neues lernen. Also der Live-Podcast war gut. Das hat Spaß gemacht. Ja, der hat Spaß gemacht, das stimmt. Der hat wirklich Spaß gemacht, ja. Genau, Paul hat abgemischt für uns dann an der Technik. Mhm. Im Den Hintergrund. Livestream bedient. Halb sichtbar manchmal. Also damit das jetzt nicht untergeht, wir brauchen wirklich Leute aus den anderen Ortsteilen, die wir gerade aufgezählt haben. Wenn nicht, schreiben wir es nochmal irgendwo hin. Aber weil ich mal letztens hatten wir mal das Ding, da haben sich Leute gefreut, dass wir auf sie zugekommen sind. Wir sind aber wirklich darauf angewiesen, dass die Leute auf uns drauf zukommen, weil es bringt jetzt nichts, durch Bärwalde zu gehen und jeden zu fragen, sondern es wäre halt echt schön, wenn andere Leute mitsuchen oder jemanden mal fragen, der dann zu uns kommt, der weiß, ach, da gibt es den Podcast, da könnte ich was sagen, weil diese Sucherei halt, und jetzt geht's halt wirklich los mit, wir brauchen noch den Ortsteil. Und dann hätte man ja eigentlich gerne auch mal so eine Art Wechsel von wegen da mal eine Frau, da ein Mann, nicht immer nur Männer, die haben immer so viel zu erzählen. Aber es gibt ja auch Frauen. Und Da das können ja ist- auch Leute aus dem Ortsteil einfach jemand vorschlagen, ne? Euch so. Ja, aber dann sollte der vielleicht schon wollen. Also uns bringt es halt auch nicht. ja, so. Aber Und dazu sollte man vielleicht auch nochmal sagen, der Versuch ist es wert. Romy geht mit denen auch so spazieren. Wir haben auch schon Folgen, wo danach gesagt wurde, nee, ich möchte nicht, dass das gesendet wird. Dann haben wir es nicht gesendet. Das ist auch okay. Also, fandst du das schlimm? Nein. Ja, eben. Also das Gespräch oder die Gespräche waren jedes Mal sehr interessant und informativ und ich dachte, boah, wie schade eigentlich, aber es ist überhaupt kein Thema, weil ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass die Leute sich dann auch dagegen entscheiden, ne? Weil das ist ja eine große Öffentlichkeit, der man sich sozusagen ausschüttet und das darf überlegt sein, ja. Und das ist auf deswegen jeden Fall eine schöne Erfahrung. Deswegen ist einfach. unser Credo halt immer, wenn jemand möchte, also wenn jemand das dann nicht gesendet haben möchte, dann ist das echt überhaupt kein Problem. Braucht sich niemand schämen oder niemand denken, er macht uns Arbeit oder so, sondern hey, dann ist das so, weil das wäre ja fies, wenn man das dann, also wenn der unter Druck ist, ach nein, jetzt muss es gesendet werden. Oh, das Genau. finde ich richtig gut. Also ich glaube, dass das vielen auch einfach den Druck nimmt. Wenn man am Ende sagt, nein, ich möchte das nicht. Dann war es ein schönes Gespräch, Dann war's ein dann wird schönes es gelöscht, Gespräch, fertig. Ihr habt Fragen bekommen. Es gab Gemacht. einen Aufruf und es gab Fragen. Ach, da können wir ja mal kurz sagen, heute ist der 21.10., wa? Ja. Genau, Ja. damit es nicht schon morgen nicht mehr aktuell ist. 2025. Genau, und habe ich bei Instagram heute mal reingefragt. Genau. Denn wir würden jetzt einfach mal euch diese Fragen stellen und ich bin ein bisschen gespannt, weil ihr kennt die Fragen ja zum Teil, aber ihr durftet nicht antworten. Okay, ja, die erste Frage, die haben wir schon teilweise beantwortet. Wie werden Folgen aufgenommen? Das Ja, mit hatten wir- Aufnahmetechnik. Mit Aufnahmetechnik, genau. Aber eigentlich nicht, also beim Laufen nicht mit so einem Kopfhörer. Ne? Man stellt sich das wahrscheinlich immer so vor, dass man diese großen Kopfhörer irgendwie auf dem Kopf hat und dann Was schön wäre für die so ein- Qualität. so ein Kopfteil, so ein Mikrofon, was der Mario jetzt hier neben mir aufhat, also wirklich einen großen Kopfhörer mit einem Mikrofon dran. Und das wäre auch eine Option zum Spazierengehen gewesen für mich, damit ich das Gespräch besser verfolgen kann und eventuell auch auf die Qualität der Aufnahme, also dass ich da eingreifen kann irgendwie in Bezug auf die Lautstärke. Und wir haben uns aber dagegen entschieden mit diesen Kopfhörern, weil das ziemlich blöd aussieht, ne, wenn man dann so durch den Ort latscht und dann Ja, und hat mir man geht's diese eher- Kopfhörer auf. Und mir ging es darum, dass ihr frei seid von allem. Also eigentlich sollt ihr irgendwann schon nach 5 Minuten gar nicht mehr wissen, dass irgendwas an ist oder irgendwas ist. Und sobald ihr Kopfhörer auf habt, wisst ihr ja, dass ihr gerade aufnehmt. Das ist dann halt auch nochmal doof. Ja.
Sehr schön. Eine Haken weitere dran. Frage Ja. wäre zum Beispiel, ob ihr wisst, ob auch ältere Menschen zuhören oder den Podcast hören. Definiere mal älter. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Wir können die Frage auch anders stellen. Könnt ihr irgendwie die Altersstruktur eurer Zuhörer beschreiben? Ja, mal gucken, ob ich das aus dem Kopf noch hinkriege. Ungefähr, sagen wir mal so 30 bis 50. Also so bei YouTube sind sie 30 bis 50, bei Instagram, wenn da die Reels angeguckt werden, die dann Richtung Podcast klicken, dann sind sie eher so zwischen 25 bis 40. Bei Instagram sind es aber fast nur Frauen, bei YouTube nur Männer. Also 75% Männer. Und die ganzen älteren Frauen, von denen ich weiß, die kamen alle hierher und haben gesagt, wie geht denn das? Und dann habe ich denen gezeigt, wie man einen Podcast App nimmt auf dem Handy, wie man das installiert, wie man dann guckt. Und seitdem geht das auch so rum, dass die das anderen älteren Frauen zeigen. Und deswegen wollte ich eigentlich auch immer, das ist eigentlich auch nochmal so ein Aufruf, so, wenn ihr wollt, dass das jemand hört, geht hin, richtet dem das am Handy ein, weil wenn ihr den Podcast empfehlt und dann sozusagen jemanden das einrichtet, dann hört er den eher, als wenn jetzt irgendwo im Amtsblatt steht, so hör das mal oder so. Das ist halt nochmal was komplett anderes. Und so war es hier in Kringelsdorf. Eine Frau wusste, wie es geht und dann hat die halt einer anderen Freundin das gesagt und die der und die der und die der und dann, ja. Und die Älteren, die sind sowieso fitter mit den Handys als manche 50-Jährige oder 40-Jährige. Und was ist das in Zahlen ausgedrückt, die Älteren? Na, in Zahlen weiß ich nicht. Ich weiß nur Kringelsdorf. Nee, aber wie alt sind die Damen, die auf dich zugekommen sind? Oder die 70. Okay, Also gut durchmischt. Wie durchmischt. vom Alter her. Und die andere Altersstruktur, ja, ist alles so bei 40. Hattet ihr irgendwie so davor euch darüber Gedanken gemacht, in welches Alter ihr ansprechen wollt? Also war das eine Frage für den Podcast? War das? Ja, der Ursprungsgedanke war ja, dass wir mit dem Podcast alle Menschen erreichen und eben nicht nur die digital affin sind. Und demzufolge wollten wir auch das ältere Publikum ansprechen. Dieser Schritt in das Radiobusiness, sage ich jetzt mal so, ist doch etwas schwerer, als wir uns das vorgestellt haben. Und demzufolge Und unsere Qualität passt dafür und die noch Qualität passt noch nicht, genau. Und demzufolge ist es jetzt erstmal das Publikum, was wir haben, in der Altersstruktur, die wir uns auch vorgestellt haben, aber die im Moment eben noch nicht alle Menschen umfasst. Was heißt Radio-Business? Also, oder kannst du das irgendwie nochmal erklären, was da eigentlich euer Vorhaben war? Unser Vorhaben war, und Mario, bitte korrigier mich, dass wir einmal die Woche oder einmal im Monat einen festen Radiotermin haben. 1-2 Stunden, wo die Folgen gesendet werden. Also wirklich im Radio, dass die Leute das Radio anschalten und nicht ins Internet müssen. Also keine Ahnung, bei welchem Sender jetzt? Ich hatte halt über Radio Weißwasser nachgedacht. Dann gibt es ja MDR, diese Lokalradios Ja. sozusagen, wo man mal nachfragt. Und bei MDR würde ich aber wirklich sagen, da muss halt die Qualität passen. Und wir wussten noch damals noch nicht, wie viele Folgen werden wir denn machen, wie gut und wie schnell sind wir denn eigentlich. Also das heißt, ich hätte schon gern 10 Folgen im Hintergrund, damit klar ist, 10 Folgen kann man spielen. Das passiert ja bei anderen Podcasts auch so, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie halt so eine Staffel fertig haben und dann wird die ausgestrahlt. Und so könnte man es vielleicht auch machen. Oder in Dresden gibt es ja so Radiosender, so von studentischen Radiosender, die das halt laufen. Und es wäre halt schön gewesen, hätte man hier irgendwo eine Frequenz, wo man Werbung machen kann. Diese Frequenz, also alle, die nicht im Internet so, die können da hören. Jetzt gerade bin ich aber auch begeistert, dass halt trotzdem Handys irgendwo hingetragen werden und dass dann da jemand hört. Also das ist so, geht ja so auch. Also ich habe manchmal den Eindruck, je nachdem, wer so gerade dran ist, wird das in unterschiedlichen Ortsteilen. Ach Mensch, hast du schon gehört? Genau. Der ist jetzt da. Also so, dass ganz viel so von Mund zu Mund weitergegeben wird und dann so, ach na gut, dann höre ich es mir doch mal an. Also pro Ortsteil ungefähr 40 bis 50 Leute, die neu hören. 40 bis 50 pro Mehr. Folge? Nee, mehr, die dann jeden Monat, zusätzlich jeden dazu. Monat mehr hören. Neue Zuhörer dann. Je nachdem, wer das immer gerade ist. Also bei Daniel Jordanov waren es dann auf immer so 50 mehr. Bei Maren Piska waren es dann, gut, das ist sowieso durch die Decke gegangen gleich. Aber du hast immer gleich gemerkt, neuer Ortsteil, neue Leute. So geht das dann auch immer weiter. Es ist ja auch eine andere Blase dann immer, ne? Also mit jeder neuen Person erschließt sich uns eine andere Spielwiese, sage ich es jetzt mal so. Ne? Also ob das jetzt ein Kirchenkreis ist oder ob das jetzt eine Gemeindeverwaltung ist oder ob das jetzt ein Arzt ist oder ein Bürgermeister.
Bürgermeister oder Restaurant- oder Bistrobesitzerin, also die haben ja alle auch ihren eigenen Personenkreis, ne, dem sie sozusagen dann mitteilen, dass sie jetzt gerade on air sind. Und demzufolge streut sich das natürlich dann über diese persönlichen Kontakte und dann über den Ortsteil. Das Genau. heißt, seit Sarah haben wir halt Hörer dann aus Regensburg und Italien und die hören auch die nächsten Folgen. Aha, Jo, ziemlich cool. sehr schön. So, Paul. Noch eine steht's neue noch? Frage? Ja, wir hatten noch Fragen. Wir hatten noch mehr Fragen. Könnt ihr euch vorstellen, mal ein Interview mit einem Feuerwehrmann zu führen? Einem Feuerwehrmann. Also das Oder einer ist Feuerwehrfrau. Oder einer Feuerwehrfrau. Feuerwehrfrau. Ja. Auch. Einem Mitglied der Feuerwehr? Also Ja. vorstellen können wir uns alles. Und, Natürlich. Und da ist auch schon was in der Gedankenpipeline, da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, was wir da denn machen wollen. Aber da will ich noch gar nicht, ich habe immer Angst, so viel zu erzählen, so wie ich vorhin schon viel zu viel wieder erzählt habe, weil es muss auch erstmal alles durchdacht werden und worauf man Lust hat. Und weil viel Arbeit kann man sich mal schnell machen. Die Frage ist nur, hat man dann Lust, die auch weiterzumachen? Dann danach. Aber es wird mit Feuerwehr sowieso was kommen, weil das ist ja hier in der Gemeinde Blocksberg Ehrenamt sowieso, also alles, was Ehrenamt ist. Und Feuerwehr will ich da wirklich auch ziemlich weit vorne anstellen. Mhm. Also ja, Ja. haben wir in Planung. Ist Sehr in der schön. Pipeline. Aber Also, keine Ahnung wann. Aber auch die, also wenn du jetzt fragst, oder wenn die Person jetzt gefragt hat, ob wir das machen möchten, bezieht sich das darauf, dass die Person selbst Feuerwehrmann ist und das Thema einfach nur gesetzt haben möchte? Oder möchte die Person als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau befragt werden? Und das eine geht natürlich in Richtung von dem, was Mario gesagt hat, ne? Das Feuerwehrthema generell. Und das andere, wenn eine Person in der Feuerwehr ist und Lust hat, als Person, Schrägstrich Feuerwehrfrau oder Mann, mit uns zu sprechen, gerne. Also auf jeden Fall. Unabhängig vom Ortsteil. Ach, dann wäre das andere auch in Ordnung. Wie nennen wir das Format dann? Muss es, nein, Muss es doch kein neues Format nicht sein. ein Das neues kann- Format sein. Also wir hatten ja gesagt, also ich würde schon gerne das mit den 18 Ortsteilen weiter verfolgen, aber wenn Das es sowieso. Also einfach das ist das Hauptformat. Und das geht Genau, auch nicht und alles unter. andere, Und alles andere kriegt einen Namen. kommt- Kriegt einen kommt rein. Formatnamen vorher. Genau. Das heißt jetzt zum Beispiel hinter den Kulissen oder glaube ich, irgendwie so. Ja, hinter Ist den das schon- Kulissen hast du es genannt, So genau. meintest du das mit den Namen. Genau, damit man dann mal weiß, das ist das Hauptformat. Also das, was ich zeige jetzt hier, wir machen gar keinen Videopodcast. Ja. Also das, was Romy macht, der Spaziergang, das ist unser Hauptpodcast und das soll auch bleiben. Genau, weil das ist halt das, weshalb wir es gemacht haben und ich finde es immer noch am tollsten von allem, aber es ist halt wirklich am anstrengendsten zu schneiden, vorzubereiten, nachzubereiten und deswegen ist es zwischendrin noch mal gar nicht schlecht, wichtige, einfache Podcasts zu haben. Also für mich dann einfacher im Schnitt. Und das wäre halt sowas wie, man befragt mal Ehrenamt, man geht mal da, man redet mal mit dem, Gemeindeverwaltung, was macht die, wer hat welche Zuständigkeiten. Alles so Sachen, die halt Leute in der Gemeinde hier komplett interessieren können. Oder gibt es Leute, die nicht mehr hier wohnen, mit denen man mal telefoniert, zum Beispiel, warum kommen sie denn nicht zurück, was machen sie, wie empfinden sie denn eigentlich Blocksberg aus der Entfernung jetzt? Solche Sachen. Mir fällt gerade ein, wir könnten ja das Equipment mitnehmen zum Tag des Engagements am 15.11. ins Dorfgemeinschaftshaus. Nö. Nö. Also ich kann es dir mitgeben. Ja, fände ich eine coole Sache. Vielleicht können wir da einfach so ein paar Stimmen aufnehmen, weil es an dem 15.11., darf ich das schon erzählen? Ja, ne? Ja, erzähle ich jetzt einfach. das ist ja fertig. Genau. Jeder Also- Podcast braucht ein Highlight, ne? Letztes Mal mit dem Bürgermeister. Das Highlight seid doch, dass ihr bitte da seid. Genau. Ja, okay, gut, Danke. reicht. Ja, okay. Kannst jetzt aufhören. Ja, also der 15.11., Tag des Engagements, haben wir ja schon öfters gesagt, dass im letzten Jahr wir da ein großes Programm hatten und gemerkt haben, dass das einfach alles zu viel wird mit Weiterbildung und Co. Und haben dieses Jahr versucht, das Thema Weiterbildung oder Beteiligung in den Fokus zu rücken. Und am Vormittag geht es um die Frage, Stopp. Ganz viele wussten ja schon, dass wir da KI machen wollen. genau, Und da ich mich dabei jetzt auch rausziehe und du ja eigentlich auch so ein bisschen, dass wir das ja ein bisschen verknappen wollten, ist es jetzt nur noch ein Tag. Also das KI-Thema fällt Genau. erstmal weg. genau, das KI-Thema fällt erstmal weg. Dann wird Mario nochmal irgendwas Separates irgendwann dazu machen. Irgendwann klingt super. Wir haben von unterschiedlichen Seiten gehört, dass eine Weiterbildung in Bezug auf wer trifft welche Entscheidung, wer ist wofür zuständig im Bereich des Gemeinderates, des Ortschaftsrates, der Gemeindeverwaltung oder auch aus der Bürgerschaft, dass so eine Weiterbildung ganz cool wäre. Das heißt, wir haben einen Referenten, der tatsächlich mal die einzelnen Aufgaben der unterschiedlichen Räte
sage ich es jetzt mal so. Ortschaftsräte, Gemeinderäte. Genau, unter die Lupe nimmt und wo man drüber sich austauschen kann, damit man da nicht mehr ganz so im Dunkeln tappt, wenn man jetzt eine Anfrage hat, wo gebe ich die hin, mit wem spreche ich da. Das ist am ersten Teil, am Vormittag. Und das ist für alle Ortschafts- und Gemeinderäte, aber natürlich auch für alle interessierten Bürger, die vielleicht auch nicht immer wissen, an wen sie mit ihren Anliegen herantreten sollen. Und dann gibt es eine Mittagspause, nach der wir uns dann mit dem großen Thema Boxberg 35 Engagement und Ehrenamt beschäftigen. So ein kleiner Workshop. Was lacht ihr denn jetzt alle so hier? Es war so lustig gesagt, so mit Elan und so Boxberg 35. Das klang gleich wie ein Jingle. Okay, War schneid raus und machen Jingle draus, genau. Nein. Das ist Das ist die Üben fürs Radio. Spezialfolge. Ja. Die Spezialfolge. Nein, und also ich sag's auch nochmal, wenn wir von Boxberg sprechen, reden wir von einer Großgemeinde und nicht von dem Ort Boxberg, Ja. sondern von der gesamten Gemeinde mit allen 18 Ortsteilen. Und bei dieser Thematik, die wir auch schon in unterschiedlichen Veranstaltungen und Formaten angesprochen haben, geht es darum zu schauen, wie wir als Engagierte uns in den nächsten Jahren aufstellen wollen, dass wir dann auch noch gut miteinander arbeiten können, dass sich Dinge hier bewegen. Denn wir wissen, es werden immer weniger Leute. In den Vereinen. In den Vereinen, genau. Die ältere Generation hat teilweise nicht mehr die Kraft, das Ehrenamt auszuüben. Es kommen wenige junge Leute nach. Also wie wollen wir das, was jetzt hier an Vereinslandschaft ist, in den nächsten Jahren erhalten? Oder was braucht es eventuell für Anpassungen? Also halt nicht meckern, dass niemand mehr in den Verein eintritt, sondern einfach auch mal überlegen, wie kann man es denn machen, wenn jetzt nicht mehr jeder einen Verein will? Wie kann denn jemand mithelfen, der mal 2 Jahre hier ist und dann vielleicht Genau. wieder gegen will, aber der will vielleicht auch irgendwas mitmachen? Weil Genau. jetzt würde man immer noch sagen, dann tritt ein Verein ein, aber es gibt genug Leute, die wollen das nicht und wollen trotzdem helfen. Also, und Genau, wie, da werden wir drüber sprechen. Mit Genau. allen, die da Interesse haben. Und das wird dann natürlich auch weitergegeben an die Gemeindeverwaltung. Und dann gucken wir mal, wie wir da gemeinsam was draus machen können. Und werden immer daran weiterarbeiten. So, das ist dann Part 2. also wir sind immer noch beim 15. November. Wir sind immer noch der beim 15. Samstag. November, genau. Und der Part 3 ist, wir haben 2 verschiedene Thementische, bei denen wir uns um das Thema Engagement drehen werden. Wie kann man besser zusammenarbeiten mit Gemeindeverwaltung, mit Stiftungen bzw. Fördermittelgebern, solche Geschichten. Und der andere Tisch beschäftigt sich mit einem Engagementzentrum, wie das einwirken kann auf das Engagement als solches. Genau. Und dann, Warte, gibt es dann schon Essen? Nee, Essen gab's schon. Ist dann schon mein Bestes? Mittag gab's schon. Gab's schon? Und nach den Thementischen gibt's Essen. Ach ja, dann gibt's erst Essen. Und dann kommt das, wo ich unbedingt hin will, zu dem Workshop. Der heißt Tanzen, weil da ist Disco. Yeah! Genau, also das alles an einem Tag. Am 15.11. Dorfgemeinschaftshaus Boxberg. Muss man sich da anmelden? Gute Frage. Wir freuen uns, wenn viele Menschen kommen. Und für die Essensplanung, ihr wisst, ne, Essen und Getränke, wäre es super, wenn ihr uns ein Zeichen gebt, entweder auf der info@perspektive-boxberg-ol.de oder an Schreibe ich vielleicht nochmal drunter. entwicklung@snl.gmbh. Schreibe ich auch nochmal drunter. SNL ist Soziales Netzwerk Lausitz nochmal. Genau, also die 2 Möglichkeiten habt ihr und wir freuen uns, wenn ihr euch Aber ihr meldet. müsst euch auch nicht anmelden. Also wer dann spontan sagt, also lieber kommen als gar nicht kommen, ohne Bescheid gesagt zu haben. Genau. Hat das jetzt gepasst? Das glaub nicht. Und Ist ich egal. denke, wir werden alle satt. Also man kann noch einen Tag vorher, braucht er nicht mehr Bescheid sagen, sondern kommt einfach lang Samstag dann. Cool. sehr Findest schön. du? Ich auch. Ja, finde ich gut. So, die Fragen sind alle. Haben keine mehr. Cool. Und nu? Was ist denn mit die ich nicht lesen kann hier unten? Das war nur schöner formuliert. Ach so. Gucken, wollte ich noch irgendwas? Mario, ist noch was hast du gekommen? noch ein paar Zahlen und Fakten zu den Podcasts? Ja, da muss ich mal- Das interessiert doch die Leute auch immer. Das interessiert vor allem dich. Und mich. Zum Beispiel, wie viel Hörer gibt es denn insgesamt seit dem ersten Ausstrahlen? Wie viel Hörer? Ja, Oder wie warte. hat sich das entwickelt? Erstmal maximal. Entwicklung? Also wir sind ja jetzt 1 Jahr alt. Ah, genau ein Alter, Jahr. können wir mal hier, Also die ne? Podcasts wurden 2250 Mal runtergeladen. Der absolut krasseste Podcast oder die absolut krasseste Podcast-Folge war Maren Pieska mit 364 Hörern und 14.600 TikTok-Abrufen. Das war krass. Und dann kam gleich Bürgermeister Balko hinterher. Genau, gesamt, mal gucken, gesamt, Top 5 Episoden, die Gäste, Highlights, Reichweite. Also Social Mario Media. hat an sich schon alles vorbereitet.
in Ja. seinem Computer. Genau, er scrollt jetzt hier und sucht uns die Scrollt. spannendsten Fakten raus. Also ich versuch's. Aber irgendwie, die KI war toll. Die hat gleich geschrieben hier. Metaphern zum Erzählen. Der Bus, 2250 Downloads, das sind nicht 66 Leute, das sind 30 volle Busse durch die Lausitz. Ja, die KI hat's auch drauf. Das Stadtfest. Wenn jeder Download eine Person wäre, hätten wir ein mittelgroßes Stadtfest voll. Oh, ja, das war noch sauinteressant hier. Also 70% der Leute, die anfangen uns zu hören uns zu Ende. Und das ist ein Wert bei Podcasts oder auch bei YouTube überhaupt, weil YouTube, das ist ja heutzutage, ist man es ja gewohnt, dass die Leute dann nach 4 Minuten sind sie weg und so. Aber 70%, die starten, hören auch zu Ende und das ist wirklich ein krasser Wert. Also wo man dann weiß, okay, das interessiert. Und selbst bei YouTube. Ansonsten stärkster Kanal ist bisher halt Instagram irgendwie so. Die meisten Leute rennen aber für den Podcast hören immer noch auf die Webseite. Das ist total kurios, weil es ja Podcatcher gibt, wo man dann ja immer die neue Folge kriegt. Aber YouTube wächst halt übelst krass schnell jetzt. Und immer wenn wir Videopodcasts machen und also mit Hendrik zum Beispiel oder wenn da irgendwie eine Art Video dabei ist, dann haben wir da ungefähr so bei 1000 Abrufen, was auch krass ist. Ja, und Hörer, da haben wir jetzt 260, wo ich genau sagen kann, also zurzeit hören jeden Podcast 260 Leute. Was eine Menge ist. Mit 50 haben wir angefangen und dachten, 25 reichen auch. Wie der erste Podcast waren 50 Ja. Menschen. Und wir dachten, Romy, wir wissen nicht, du warst die dachte 5, ne? Irgendwie so. Also ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass das so viele Leute hören. Und dann Komisch, denke ich, wa? aber 260 ist ja eigentlich gar nicht viel. Nee, ist gar nicht so viel. Das Ding ist, das sind die ich weiß. Also das sind die ich wirklich nachvollziehen kann. Bei YouTube kann ich nur nachvollziehen, wer die Videos guckt, wie viel, was und wo, aber das sind dann nicht direkt Podcast-Hörer, weil jedes Video ist ja dann, also das wird ja nochmal alles als Video bei YouTube draufgeknallt und da sind es dann bisher so 4600 Abrufe nochmal extra, was auch ziemlich krass ist. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen 260 Hörern und 4600 Abrufen? Ein Hörer ist jemand, der kommt, dann da ist, abonniert und dann das nächste Mal die nächste Folge hört und dann die nächste und dann die nächste. Also der auch wirklich entweder bei YouTube auf Abonnieren gedrückt hat oder bei Spotify oder bei iTunes. Das heißt, man kann den Podcast abonnieren, dann kommt jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, kriege ich halt auf meinem Handy, neue Folge ist Menschelt, geil, hören in der Zeit. Und diese Abrufe können ja auch Leute sein, die kommen bei YouTube mal kurz vorbeigelatscht, sehen halt, da gibt es ja so einen Kanal oder so ein Video, gucke ich mir mal an und dann gehen sie weiter. So machen das ja die meisten heutzutage. So, und dann finden die das ja vielleicht nicht gleich wieder, aber die haben noch nicht auf Abonnieren geklickt. Was ein Fehler ist. Ja, unbedingt. Da sind wir mal jetzt Hendrik zum Beispiel, wir hatten am Anfang so, weiß ich nicht, 10 bei YouTube irgendwie. Und seit Hendrik mit dem Videopodcast und seit dem Live-Podcast sind es dann halt 42. Also das ist dann, geht ziemlich schnell. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum Leute auf die Webseite gehen. Für den Podcast. Podcast, Leute. App Ja, aber und- die Website hast du so schön gebaut. Die ist so cool. Freue dich doch darüber, dass es jemand anguckt auf der Website. Ja, also ich kann nur sagen, wenn wir mehr mit Video machen irgendwann, dann wird das sich etwas schneller verbreiten. Und Hochkant-Videos, genau. 80% Für die der Handys. Leute gucken Ja. Hochkant-Videos. Ach, das sind ja nicht nur die, das sind auch die 40-Jährigen. Aber ist ja die Jugend, wa? Ja, jetzt nichts Falsches sagen. Aber gibt es irgendeine Sache, die ihr, als ihr damit angefangen habt, nicht bedacht habt oder die euch überrascht hat, so auf dem Weg Ja. bisher her? Also hat mich nicht überrascht. Ich dachte, wir kriegen die Leute schneller dazu, dass sie mitmachen und schreiben, aber man muss die Leute, hallo Leute, wirklich jedes Mal drum bitten, Leute, Kommentare, sagt was so, habt ihr gar nichts dazu zu sagen? Also nehmt ihr das einfach so auf und dann behaltet ihr das für euch oder sind wir einfach bei den Gesprächen nicht dabei, die es danach gibt? Also ich würde gern mal was von den Gesprächen, die danach entstehen, mitkriegen, weil wir sind halt beide dann im luftleeren Raum, die Folge ist draußen, aber wir kriegen halt wenig Feedback dazu. Weshalb ich ja dann noch überlegt hatte, wir machen einen Live-Podcast oder mal so ein Community-Treffen, was ich dann eigentlich auch irgendwann mal vielleicht öfter machen wollen würde. Nicht Live-Podcast, aber mal so ein Treffen, wo man sich mal mit Leuten trifft, die halt das hören. Aber man sitzt schon manchmal da und denkt so, ja, hört das jetzt jemand? Ja, ich sehe es an den Zahlen, das hört jemand. Aber das sind Zahlen. Und Also ich höre das ja über Spotify und dann kann man kommentieren, ja. Kann man? Ja. Okay. Da kann man sogar, ich mache da manchmal Abstimmungen rein, kann man auch Abstimmungen reinmachen. Bei Spotify hat sogar Kapitelmarken, da kann man sogar durch die Kapitel sich drücken. Ja, man lernt nie aus, ne? Ja. Also du wünschst dir Rückmeldung. Ja.
In jeder Also- Form. Also ich bin Podcasts anders gewohnt. Bei allen Podcasts, die ich höre, mache ich irgendwie mit, weil das meistens dann auch mit Community zu tun hat, also mit Leuten, die ja dann an einem Thema dran sind. Und hier ist halt das Thema, ich höre anderen Leuten zu und wir sind ja jetzt kein Radiosender, also wir machen das hier ja nicht, weil wir irgendwie dann Geld dafür kriegen und es ist egal, wie das nach außen sendet, sondern es ist halt, sollte schon Rückkanal, also 2 Kanäle sein, Rückkanal, Hinkanal und nicht so wie früher im Fernsehen oder Radio, wo es halt nur eine Richtung gibt, wo man dann vielleicht einen Brief schreiben kann oder so. Also ich will schon, dass Leute, die können auch ruhig zu mir nach Hause kommen und sagen, hast du Scheiße geschnitten da. Ich zeig dir mal, wie es geht. Keine Ahnung, aber die Leute nehmen das noch, glaube ich, noch zu sehr als Produkt, was sie sich anhören, als das gehört uns, wir machen mit oder so. Ja, Also kommentieren, liken und lasst ein Abo da. ja, das wäre schon mal der Anfang. Ja. Genau, also Und bei dir, Romy? Ich muss da mal drüber nachdenken. Ich denke noch Du drüber denkst nach. noch über die Frage. Genau. Okay. Ja. ich habe die Frage schon wieder vergessen. Warte mal, das war irgendwie... Ach, was uns am meisten überrascht hat. Ja. Oder ne, was man nicht bedacht hat. Oder ihr euch anders vorgestellt habt. Was auch, wie auch immer, ne? Bei mir war das noch mit dem Ambient. Ich dachte, das kommt besser an. Ich dachte nicht, dass 50% sagen, nee, das kann ich nicht hören, da musste ich ausmachen und so. Wo ich denke, gebe mir so viel Mühe. Und dann denke ich, und ich habe mir aber auch vorgestellt, dass Leute das ja sich hinsetzen und das hören. Und ich habe total vergessen, wie ich Podcasts höre, so beim Abwaschen oder ich laufe draußen rum oder so. Und dann kann das schon manchmal stören, wenn dann auf einmal so eine Klickgeräusche kommen oder so. Ja. Und trotzdem mag ich das immer noch mit den Ambient. Ich wusste nicht, dass dass es Leute gibt, die nur diese Ambience aufnehmen, ne? Hast du mir Ja. erzählt. Oh, ich habe ihr ASMR, habe ich ihr vorgestellt. Kennt ihr das? Ja. Nee. Wo so Leute Klickgeräusche in Mikros machen oder so Schmatzgeräusche oder wie esse ich einen Apfel, sowas. Und da ist das Internet voll davon. Kann ja mal eine separate Folge werden. Nee, ich mache keine Marius ASMR. MB. Könnt ihr bei Twitch suchen mal oder bei YouTube ASMR und ja, dann nehmt euch die Nacht frei, weil es wird lustig. Hast du es gemacht dann? Hast du mal geguckt? Nee. Diese Ambient Sounds? Nee. Ja. Ich hatte ja mal das Mikro mit, als ich Fahrrad gefahren bin und dachte, du kannst das für irgendwas verwenden. Ja, ich hatte viel Wind im Mikro. Du hattest viel Wind und wahrscheinlich auch viel. Nee, das nicht mal so, aber der Wind war krass. Aber das kennen ja Der Wind Leute war auch, wirklich wenn man krass, mit dem ja. Handy am Ohr Fahrrad fährt. Ja, das ist. Man selber denkt immer, das hört, der hört mich gut und der andere so. Das stimmt, ja. Mir fällt gerade nichts ein. Alles Tatsache. klar. Ich habe gerade irgendwas noch im Gedächtnis. Irgendwann kamst du mal und meintest, ich dachte, das ist viel einfacher. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Wahrscheinlich an die Leute zu kommen. Oh, das auch. Und näher ans Mikro zu gehen. Ja, na stimmt. Ach stimmt, und bei dir wäre es noch das Sitz. Also das hat mich nur überrascht, dass Romy ja eigentlich im Stehen podcastet. Also Romy sitzt jetzt schon so lange hier, man merkt auch, wie nervös sie wird langsam, weil eigentlich muss sie wieder aufstehen. Und deswegen hatte ich dann damals draußen auf dem Hof dann wirklich, meint man, wir müssen die Folge aufnehmen. Und dann dachte ich, oh, Romy kommt, die kann nicht sitzen. Also habe ich den Tisch auf den anderen Tisch gestellt, damit Romy Spaß hat, da rumzustehen. Beim Live-Podcast hat man es auch gemerkt, da musste irgendwann Schluss sein. Und das hat mich überrascht, weil ich sitze halt lieber und also fläze beim Sprechen. So dieses Laufen kann ich gar nicht. Also mit mir bitte nicht durchkriegen, das Laufen. Nicht nochmal. Ja, bei Könnt ihr dir auch mit euer Auto erster fahren. Das war der Podcast. erste, Ja, ja. mit dem Autofahren, okay. In Bewegung sein. Nein, ich glaube, dieses Bewegung sein regt meine Hirnzellen irgendwie an. Ich kann da besser denken. Also, das ist so diese statische, und immer das gleiche Umfeld um mich rum. Nee, macht nicht kreativ im Kopf. Ja, also mich nicht. Also mein ADHS sagt da draußen, guck mal, Vogel, Wind, Knirschen, da kann ich gar nicht mich konzentrieren, das ist viel zu laut. Hm. Deswegen haben wir so selten Folgen miteinander. Cool. Aber schön, dass ihr jetzt hier gemeinsam sitzt. Ich habe ja auch einen Drehstuhl. Ja, Nicht genau. ganz so Bist du auch nach festgenagelt. hinten gerutscht. Ja. Okay. Mensch, Romy, wir haben Publikum, da wollen wir die noch irgendwas fragen? Haben wir noch eine Frage als Publikum? Ja, wie geht's euch denn auf der anderen Seite des Mikros? Also ich muss mal sagen, ich war sehr aufgeregt. Ja, ich auch. Ach, ich meinte eher als Publikum, nicht als, das können wir auch noch fragen, das stimmt. Ich meine jetzt Als erstmal, Publikum. Als Achso, wie es Publikum. uns wenn ihr geht. das hört, wo Ach hört ihr das? so. Warum hört Stimmt. ihr das? Ja, jetzt habe ich die Frage verstanden, ja. Mhm. Wie schnell? Also ich habe immer, also der Podcast muss bei mir mal am 26. rauskommen, weil ich immer höre, Anne hört am 26. früh gleich den Podcast. Das eine Mal war ich bei euch auf einer Feier, wo die Stimmt. Nacht um 2 auf einmal, also ja, wo ich dachte, was? Ich habe da gekocht. Also beim Kochen höre ich Podcast. Ja. Oder beim Autofahren. Oder beim Putzen.
Und das macht man ja zu einer Geburtstagsvorbereitung und darum hatte ich den schon gehört. Ja. Und du, Paul? Kommst du dazu? Was sagst du jetzt? Willst du dich jetzt outen? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch nicht alle gehört. Nee, das wissen wir ja. nicht. Das Ist auch Gibt nicht schlimm. doch nicht Kann viele. man machen. Genau, nee, also bei mir ist ganz unterschiedlich. Mal wenn ich zur Arbeit fahre oder auf Arbeit oder so nebenbei, kann ich nicht direkt festmachen. Also Wir haben es auch schon beim Autofahren gemeinsam gehört. beim Autofahren gemeinsam. Wenn wir mal in Urlaub gefahren sind oder eine längere Strecke, da haben wir mal einen Podcast gemeinsam gehört. Ja. Und warum hört ihr den? Was hört ihr sonst? Fangen wir mal leicht an. Was hört ihr sonst für Podcast? Ich höre eher Musik. Ich höre diesen Podcast, weil ich das total spannend finde. Also eigentlich mag ich die Idee dahinter total, Leute in meinem Umfeld kennenzulernen, weil man ja so ein bisschen in seiner Bubble ist und ich das immer sehr angenehm finde, Menschen kennenzulernen, von denen ich ein Bild habe, was man ja so hat, wenn man so sein Leben im gleichen Dorf verbringt. Und ich muss sagen, ich bin mindestens 1- bis 2-mal sehr überrascht worden, was ich total toll fand. Ja. Also das war richtig schön. Überrascht inwiefern? Ich habe den Menschen anders gesehen. Also Naja, man sieht ja Menschen und macht sich man ein hat Bild seine fertig. Schubkasten und Es gibt Menschen, die haben irgendwas an, wo man sofort seine Schublade auf und zu, man merkt das gar nicht und dann redet der Mensch und dann, oh, shit, was ist denn hier immer? Genau. Und in dem Fall dachte ich so, boah, krass, das hätte ich nie gedacht, wie großartig. Hm. Also doch, Ich weiß, von wem du redest. es war echt cool, Hast du Genau. der Person das dann im Nachgang gesagt? weil ich die Person gar nicht so kenne. Ich hab's ihr gesagt. Ja? Ja, und Okay. der hat sich ganz schön gefreut. Er oder sie. Ah, na schön. Ja. Genau. Das war cool. Wünscht ihr euch was? Ich hatte ehrlich gesagt gerade so ein bisschen die Angst, als du das erzählt hast von diesen Spezialsachen, weil ich ja, wie ich mich gerade geoutet habe, das Konzept total mag. Gerade, also, du als erzählt hast, hatte ich Angst gehabt, dass vielleicht so dieses Konzept oder dieser rote Faden, dem das so durchdringt, verloren gehen könnte. Nee, die Kneipe bleibt Menschelt, das ist dieses Ding. Aber Genau. es braucht mal irgendwas dazwischen. Also, Genau, also Für und uns. dann hast du das nochmal gesagt mit dem Dazwischen, da war ich beruhigt. Sonst hätte ich da, glaube ich, nochmal dazwischen was gefragt. deswegen, ich möchte doch noch mal weg von diesen, wir wollen 18 Ortsteile. Das heißt nicht, dass es 18 Menschen werden oder so, und dass da dann irgendwas Schluss ist, sondern ich brauche, also dann haben wir die 18 Ortsteile. Aber trotzdem, in jedem Ort könnte ich mit 10 Leuten reden und alle sehen ihren eigenen Ort ja auch wieder anders. Das heißt, Und haben andere Erfahrungen andere gemacht, Erfahrungen Leben gemacht, gehabt. sind vielleicht zugezogen oder nicht. Also hier geht es nicht darum, von jedem Ortsteil eine Person zu befragen, sondern wir wollten erstmal die Großgemeinden aufzählen, sind 18 Ortsteile. Natürlich wollen wir aus jedem Ortsteil jemanden haben. Und trotzdem können wir später dann aus Klitten 6 Leute haben und aus Sprey 6 Leute und aus Bärwalde 5 und hast du nicht gesehen, aber doch, weil viele Leute haben mich schon darauf angesprochen, was macht denn ihr nach den 18 Folgen? Und ich denke, ich habe mich immer gedacht, was wollen denn die alle mit 18 Folgen? 18 Ortsteile haben wir gesagt, nicht 18 Folgen, sondern es geht weiter, solange wie wir Lust haben, oder? Ja. Dann hab noch eine Langeweile Lust. Ja, und die Ja. hole ich mir jetzt gerade wieder, indem ich sage, ich brauche für dieses Format, weil es ist halt wirklich schnitttechnisch, ist das echt krass. Also das ist jetzt, wenn Romy durch die Gegend läuft, das ist nicht die beste Technik, aber eine bessere Technik kann ich ihr nicht geben. Dann hätte sie zu viel zu tun. Dann hätten wir aber auch nicht mehr dieses Ambiente, wie die man hat es jetzt beim letzten Podcast bei Franco gesehen. Die sind in Themen eingestiegen, das würdest du nicht machen, wenn du auf einmal übelstes Equipment dabei hast. Ich kann auch nicht mitgehen und Fotos machen. Ich kann nicht mitgehen und einen Tonarm halten oder so, weil ich würde stören. Ich würde das komplette Gespräch kaputt machen. Und ich sage ja, um diese Kraft aufzubringen, also erstmal hilft jemand, der dann irgendwann hilft, weil dass man halt sich die Arbeit teilt, dass ich halt sage, pass auf, dann hörst du schon mal durch, dann machen wir die Amps raus, dann machst du das und die Schnitttechnik ist leicht heutzutage. Also ich habe das schon so aufgebaut, dass es schon sehr easy ist, aber es kostet halt auch Kraft. Ich sag's mal anders, ich will auch mal einen Menschelt-Podcast hören, den ich vorher nicht geschnitten habe. Es klingt total doof, aber ich bin dann, also was ich dann danach mache, wenn es fertig ist, dann lasse ich mir mal 2-3 Wochen Zeit und dann höre ich mir mal eine Folge an. Es ist trotzdem noch was anderes, aber selber auch mal so eine Folge zu hören, wäre bestimmt mal cool. Also wenn mir mal jemand was schenken will, schneidet mal Eine fertig geschnittene Folge. das Menschelt. Romy war spazieren. Also
Also ein nochmal der Aufruf, Praktikum. also wirklich helfen, also immer, jeder, um Gottes Willen, alles helfen. Wenn jemand nicht weiß oder was er denn helfen kann oder hast du nicht gesehen, dann langkommen und uns fragen oder. Aber es ist kein Produkt, sondern lasst uns das zusammen weitermachen. Ich glaube, umso mehr Lust haben wir dann auch weiter drauf, oder? Na, ich habe ja tatsächlich nicht viel Arbeit. Ich mache das ja wirklich. Du machst dich aber auch irre damit, dann zu sagen, oh nein, wir brauchen noch eine Folge und es ist schon so und das ist schon so spät. Das natürlich, man hast genauso viel Druck. Also du machst den, guck mal, ich habe den Druck nie, ich sag 2 Tage vorher, man irgendwas kriegen wir schon hin. So, und du machst dir halt schon 4 Wochen vorher Druck für 3 Monate später. Und das ist, Weil mir das wichtig ist mit diesem 26. Tatsächlich. Ja. Also, Anna ist das auch wichtig. ja, das ist also. Und mir auch immer, ich sag dann nur manchmal halt von wegen, ach, es muss doch nicht sein, es muss doch nicht. Und trotzdem sitze ich dann am 25. die Nacht noch da rum und mach mal alles fertig. Aber das ist mir zu anstrengend dann, also manchmal. Und man hat halt nicht immer die Kraft und die Zeit, das dann noch so krass hinterher zu schieben. Vor allem, weil meine Ansprüche sehr hoch sind. Ich hätte gern ein Transkript. Ich hätte gern das bei einem Podcast teilen. Es soll überall gut aussehen, soll eine gute Beschreibung haben. Also es soll eine Einleitung haben, ein Outro. Schon gesagt, wenn jemand helfen will, langkommen. Es gehört viel dazu, ne? Ja. Denkt man gar nicht. Du gehst 2 Stunden spazieren, dann machen wir 17 Stunden, sagen wir zwischen 13 und 17 Stunden schneiden, dann 2 bis 4 Stunden Social Media Krams dann verwalten, alle Kanäle und YouTube noch machen und so. Das ist ein deftig, ganzer Tag, hm? ja. Mhm. Warte, das war auch in der Statistik irgendwas. Also es waren 7 Wochen Arbeit, ja, insgesamt. Krass. Und die würde ich gerne teilen mit jemandem. Ihr habt jetzt gesagt, wie lange ist jetzt Pause und wann geht's weiter? Wissen wir nicht. Also das ist eine gute Frage. Wir haben uns darüber noch nicht so richtig unterhalten, das können wir jetzt hier live machen. Na, sehr Genau, schön. also ich habe schon jemanden in der Pipeline für Dezember. Welcher Ort? Das. Okay. Dezember? Ja, ich weiß, es ist innerhalb deiner 3 Monate, aber ich kann ja schon mal spazieren gehen. Wann? Ich habe noch keinen Termin. Ja, aber dann wäre es ja schön im Dezember spazieren, also so Ende November spazieren zu gehen. Wenn das für dich in Ordnung wäre, Na, ich habe ja dann bestimmt jemanden, der helfen will beim Schneiden. dann hätte man nämlich eine Weihnachtsfolge. Dann würde ja nur 1 Monat ausfallen, theoretisch. Der Weihnachtsmann. Naja, ihr seht, es ist im Fluss. Ja. Es Na, wird und sich entwickeln. Und ich hätte jetzt gleich ja gesagt, wenn ich wüsste, na, das kann ja er schon mal vorbereiten oder sie und ich mache dann den Rest oder dann da nochmal, aber ja. Okay, ich frage mal anders. Was braucht es denn für Qualifikationen? Wo sollen Sie sich melden? Hier. Achso, wo sind wir denn gerade? Hier im Podcast. Bitte einfach melden. Wir sind gerade in Kringelsdorf bei Mario Mia, da wo vorne das Plakat dran hängt. Smenschelt. Und dann auf den Hof kommen, klingeln. Wir sitzen hier gerade im Büro. Oder uns anschreiben, auf der Webseite gehen, da sind E-Mails. Oder bei Instagram, oder bei WhatsApp, oder bei TikTok, oder bei YouTube. Ich hoffe. Gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt Paul, nicht... warte, was willst du noch sagen? Twitch. Nee, bei Twitch sind wir nicht. Ist noch nicht. Kommt noch. Nee, die Live-Kanäle meine ich So. auf Twitch. Hatte ich am Anfang, also wir haben einen Account da, aber das fand ich dann affig. Mhm. Twitch ist so ein Kanal für Gamer, Spieler. So, ja. Kenn ich nie. Ich auch niemand. Wenn es jetzt jemanden gibt, der nicht herkommen kann oder will, Dann soll er anrufen. kann er trotzdem dich unterstützen, wenn Ja. er nicht herkommen kann oder will? Also geht das auch irgendwie digital aus der Ferne? Es geht nur digital. Also wenn jetzt unsere Hörer aus Italien oder Regensburg oder Holland oder was du gesagt hast, Bock hätten, dich zu unterstützen, könnten die das auch machen oder geht es nur für die, die aus der Region sind? Italienischer Untertitel. Was ich da beim Schneiden merke, ist, dass man so ein gewisses Gefühl schon mit der Gegend hier haben sollte, also mit den Leuten, wie sind die drauf, was machen die, weil wenn du dann schneidest und dann halt doch manchmal was drin ist oder was rausnimmst, noch mal ein Wort oder so, dann ist es, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, es wäre schon besser, wenn derjenige von hier ist. Also wenn man schon ungefähr weiß, wo sind die da langgelaufen, was ist das eigentlich, wo die da langgelaufen sind? Also jemand, der weggezogen ist und woanders wohnt, das wäre noch eine Option. Aber jemand, der mit der Gegend gar nicht vertraut ist, das wäre suboptimal. Ja, und lieber hätte ich jemanden von hier, mit dem man sich ab und zu mal treffen kann. Also der muss ja so. Was braucht man zum Schneiden? Muss ich Eine irgendwas Schere. mitbringen? Haha. Internet. Also ich mache das alles, also es wird alles online gemacht. Und es wird auch nicht mehr so geschnitten heutzutage, wie man das früher gemacht hat ich habe Audio, Wellen und sowas, sondern da steht der Text, der ist schon transkribiert. Der muss dann zwar mal berichtigt werden noch ein bisschen. Und dann schneidet man da halt ein Wort raus. Oder jemand sagt, hallo, ich gehe jetzt gerade nach Hause und das will ich raushaben. Dann markiere ich, hallo, ich gehe jetzt nach Hause und dann lösche ich das. Okay. Ja, und das Schwierige jetzt gerade ist halt, dass das Transkript ist halt immer noch nicht so perfekt, so dass man manchmal auch nochmal Rechtschreibung und sowas machen muss.
Also das Transkript ist sozusagen der Text, aus dem was gesprochen wird. Also raus in Schriftsprache übersetzt sozusagen. Ja. Okay. Genau. Und so wird geschnitten. Also eigentlich ist es wie ein Word-Dokument. Und dadurch wird gleich das Audio unten automatisch mitgeschnitten. Das ist ja krass. Ja, und je besser die Audioaufnahmen sind und je besser ich die Spuren getrennt kriege, deswegen wollte ich vorhin unsere Aufnahme von allen ein bisschen leiser machen. Es geht aber nur, wenn jeder nah an sein Mikro geht. So dass halt zum Beispiel, gibt es etwas, das nennt sich Mic-Bleed. Wenn jetzt Paul redet und dein Mikro ist sehr laut, dann würde Paul seine Stimme noch bei dir durchs Mikro gehen. Dann hätte deine Tonspur auf einmal aber Paul und dich. Und da würde dann eine KI wieder erstmal rausfinden müssen, wer ist denn wer. Wenn ich die alle getrennt habe, alle Spuren, dann braucht die KI ja gar nicht rausfinden, wer ist wer. Dann sage ich, die Spur ist Anne, die Spur ist Paul, die Spur ist Romy und damit ist das Ding schon durch. Wir haben gar nicht geklatscht. Scheiße, du hast recht. Aber das ist jetzt gar nicht... Das können wir einschneiden. Nee, stopp, jetzt brauchen wir nicht klatschen. Nee, das Klatschen ist, Aber das müssen wir noch ganz kurz erklären. Aber du hast mich gerade erschreckt. Du hast mich erschrackt. Hätten wir einen Videopodcast gemacht, da wäre jetzt hier Klatschen ganz wichtig gewesen. Jetzt gerade ist Klatschen gar nicht wichtig, weil alles hier durch das große Gerät läuft. Okay, also dieses Klatschen. Ach. Wenn wenn wir spazieren gehen, dann haben wir diese 2 kleinen Mikrofone, ja. Und das sind diese 2 Tonspuren, von denen der Mario gesprochen hat. Die sind aber nicht Die sind nicht synchron. Also nicht synchron, genau. Das heißt, wenn ich die jetzt anmache, dann laufen die nebeneinander her. Also der Ton läuft nebeneinander her. Und wenn der Mario dann versucht, das zu schneiden, dann muss der gucken, dass der Ton von A mit B übereinstimmt. Deshalb muss es am Anfang einen großen, lauten Klatscher geben. Oder mittendrin, ist mir egal. Der auf beiden Spuren zu hören ist. Zu sehen ist, damit er weiß, wo er die zusammenfügen kann. Denn ansonsten könnte es durchaus vorkommen, dass eine Antwort nicht auf die eine Frage passt. Also ich kriege die Folgen, wenn man das Klatschen nicht haben, brauche ich ungefähr manchmal 20 Minuten, um die Spuren übereinander zu legen. Mit einem Klatschen brauche ich 3 Sekunden. Deswegen. Es geht, sonst würde es auch so gehen, weil dann sucht man sich halt irgendwo mittendrin was, wo das geht, aber es macht halt keinen Spaß. So. Und heute brauchen wir das Klatschen jetzt können wir es nicht? ja mal kurz erklären, dieses Klatschen, das ist halt die Klappe beim Film. Wo ja dann draufsteht, Szene sowieso, und dann gibt es diesen Knall. Ja. Und Action. Damit weiß man, ab hier wird synchronisiert. Das macht die Klappe beim Film. Und heute brauchen wir es nicht, weil alle 4 Tonspuren über dieses Gerät da laufen. Und dieses Gerät ist was nochmal? Ein Aufnahmegerät, also fast schon eine Podcast-Station, wo halt so 12 Kanäle reinlaufen können ungefähr. Und womit wir den Live-Podcast gemacht haben, um den ordentlich hinzukriegen, um Musik einzuspielen. Also mit dem kann man halt aufnehmen und eigentlich direkt veröffentlichen, wenn man nicht noch viel anderen Quatsch machen will. Cool. Zum Beispiel ein Live-Podcast. So Leute, geht die Luft aus, oder? Wollt ihr noch was Schönes hier zu den Karten sagen? Nee. Nee. Gut. Wobei, die Karten kann man sich bei Mario abholen. Ja, die Leute Es sehen geht die um doch gar nicht. Postkarten. Jetzt muss ich ein Foto machen und dann ein Kapitel schneiden. Nein, also wir haben für den Live-Podcast, beziehungsweise im Podcast mit Henrik, hat Mario schöne Postkarten gemacht. Die kann man verschicken und liebe Grüße schicken an die Familie und Freunde in der Ferne. Oder an den Nachbarn. Oder an den Nachbarn, genau. Und da ist sozusagen das Logo von Smanschild und das Bild, was man sieht, wenn man auf die Website geht. Und auf der Rückseite, wie gesagt, eine ganz normale Postkarte, die man beschreiben kann. Und somit tragt ihr uns in die Welt. Oder zum Nachbarn. Oder zum Nachbarn. Also ihr könnt doch ruhig mal, wenn er aus Litten kommt, nach Uist fahren und da mal eine Karte bei jemandem reinwerfen. Genau. Das ist auch tatsächlich schön, wenn man jemandem eine Botschaft übermitteln will, die man vielleicht nicht sagen kann, ne? Weil dieses Smanschild sagt ja schon eine ganze Menge aus. Ne? Ach, Also, beim Podcast mit. Ey, jetzt machen wir mal kein Nee. Tinder auf hier. Nein, aber so dieses, ich will dir was sagen, aber da ist noch was. Dieses Menschel sagt ja, da ist was zwischen uns, also ne, dieses Menschliche, diese Befindlichkeiten, diese Themen, die man so hat. Und das wäre so ein Gesprächsangebot vielleicht auch, ne, mit dieser Karte, die schiebst du so rüber und sagst, ja, vielleicht Menschelt. sollten wir mal ins Gespräch gehen. Oder? Oh, das hast du so schön gesagt. So, Ich wollt ihr kann- noch was am Ende sagen? Ach, nur die Anekdote. Heute war der Schornsteinfeger hier. Ich sag nicht welcher. Der kam rein und meinte, Werbung wirkt. Ich komme aus Krauschwitz. Euer Podcast ist cool. Ich hör den immer. Das fand ich cool. Sehr schön. Schöne Grüße nach Krauschwitz. Extra an dich. Sehr schön. Ja, habt ihr denn noch irgendeine Frage,
Die nicht Nee. auf dem Zettel steht. Nicht von der KI vorbereitet. Also ich habe meine immer gleich reingestellt. Ja, Okay. müssen wir auch gar nicht. Meine wenigen eigentlich auch. Okay, aber dann habe ich noch eine Frage an euch. Hatte ich ja erst schon gestellt, aber ich habe es aus einem anderen Kontext herausgestellt. Ach, die. Ja. Wie geht's euch denn jetzt, so wie ihr jetzt hier sitzt und ihr die Moderatoren seid und nicht die Hörer? Jetzt kann ich auch antworten, was ich erst sagen wollte. Also ich war vorher mega aufgeregt, Ja. weil ist das schon, macht man ja nicht jeden Tag sowas? Doch, aber man hat kein Mikro davor. Ja, Also du wirst ja im Willkommen. Auto mit jemandem reden, der mit dir als Beifahrer mitfährt. Dann quatscht der ja auch. nee, ich nicht. Achso, Entschuldigung. Paul konzentriert sich auf Ja, ich muss ja Auto Verkehr. fahren. Nee, das ist schon trotzdem was anderes, finde ich. Weil man Inwiefern? macht das ja für irgendwas, ne? Also das Thema, das Menschelt steht ja dann dahinter. Also Ja. das ist ja jetzt nie bloß so, bleibt ja nicht bloß in dem Raum. Finde ich. Also fand ich trotzdem jetzt cool. Also hat Spaß gemacht. Willst du den Hörern vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wer du so bist? Ich bin Paul. Also ich kann sagen, Paul spielt Tischtennis. Ich spiele Tischtennis im TTG 64-Verein. Yes. Nee, ja, Paul aus Boxberg. Verheiratet, 3 Kinder. Immer gut gelaunt. Ja. Meistens. Eigentlich, Stimmt. ja, nee, doch. eigentlich. Naja. Letztens warst du krank, da warst du trotzdem gut gelaunt, stimmt? Ja. Das geht ja gar nicht. Wie machst du das? Muss an meiner Frau liegen. Ah, danke. Und du spielst Tischtennis wie lange schon? 2,5, Ja. 2 Jahre, 2 Jahre jetzt, ja. 1 Jahr aktiv jetzt. Macht mega Spaß. Können sich gerne Leute immer wieder mit anmelden da. Wo spielt Dufte Truppe. Wir spielen immer Mittwoch und Freitag ab 17.30 Uhr in Boxberg in der Turnhalle. Ja, genau. Ist das Doppel oder Einzel? Wie man möchte. Okay. Also beim Training wird alles gespielt und alles geprobt. Und ja, im Turniermodus dann oder im offiziellen Spiel gibt es halt 2 Doppel jeweils und 3 Spiele für jeden. 3 Einzel dann. 3 Einzel. Okay. Cool. Genau. Wir arbeiten an uns mit dem Mario, dass wir richtig gut werden. Wir sind schon Aber- richtig gut. Spaß muss es machen. Ja, ne? richtig. Muss Das gut ist das aussehen und Wichtigste. Spaß machen. Ob wir gewinnen, werden wir dann sehen. Genau. Das Gewinn kommt von alleine. Ja. Und Leute, wie ihr seht, wenn auf einmal jemand hier ist, der dann auch ein Verein ist, dann quatscht man dann über den Verein. Und wenn ihr dann über euren Verein irgendwann quatschen wollt, dann könnt ihr auch einmal langkommen. Genau. Und Anne? Ja, ich bin die Frau vom gut gelaunten Paul. Genau. Ja. Ich finde, das ist doch was Schönes. Ja. Das reicht. Vollkommen ausreichend. Mehr müsst ihr nicht wissen. Genau. Aber ich war halt auch richtig aufgeregt. Mich stört auch wirklich dieses Mikro hier vor. Ich merke, dass ich irgendwie meinen Kopf immer mehr nach hinten geschoben habe. Ja. Ich habe nämlich keinen rollenden Stuhl. Genau. Und ja, doch, also ich fühle mich wohler, als ich es am Anfang gedacht habe, sagen wir es so. Ich habe extra das Büro aufgeräumt, damit das ein bisschen bequemer habt. Ach, das wäre nicht schlimm gewesen. Du hast es vor allem umgestellt. Das auch komplett. Naja, wir brauchten ja ein Podcaststudio irgendwann mal, wo es warm ist. Scheune ist jetzt zu kalt. Ja. Also danke auf jeden Fall für die Erfahrung. Ja. Gerne. Können jetzt mitsprechen. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Konnte man so einrichten. Mal gucken, ob Super. man. Also, und wir dürfen das dann veröffentlichen oder wisst ihr jetzt schon, dass. Das müssen wir erst nach dem Schnitt hören. Erst nach 17 Nach Stunden. dem Schnitt? Nach dem Schnitt, erst nach dem Schnitt. Und so das Outro, jetzt Verabschiedung und so? Ja, mache ich Macht jetzt ihr das gerade. Ich bin schon fast drin im Outro. das ist eine Moderation. Nee. Aber wie machen wir das dann Wie so? machen wir das Nee, denn? keine Ahnung. Aber es gibt, sagst du immer was? Nee. Nee. Was Nee, es gibt kein Outro. Es gibt nicht so einen schönen Anfang wie Menschelt. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum gibt es kein Outro? Also die hört Moderatoren ihr nicht bis zum moderieren doch in der Regel ab. Ne? Vielen Dank, dass das Publikum her war und vielen Dank dafür und bla bla bla. Oder das ist aber jetzt ein schöner Abschlusssatz und damit verabschiede ich Sie. Romy. Nee, mach ich nicht. Nee, ich glaube nicht in der Regel. Müsste ich jetzt nochmal drauf Laut auch achten? im Leisen über Dinge, die zählen. Über das Leben, das ihr von seinen Spuren erzählt. Von Gefühlen, Geschichten, Momenten, Sekunden, die zu schnell vergehen. Um die Gemeinschaft und um Orte zu entdecken, Menschen zu verstehen. Die Gedanken von anderen interessiert
wahrnehmen, Begegnung von Menschen, Orte sehen, die Geschichten hören, die Welt neu verstehen. In lockeren Gesprächen erfahren, was bleibt, was die Menschen bewegt, ihre Wege schreibt, was sie verbindet, was sie trennt, Anekdoten erzählen, die auch mancher schon kennt. Geschichten flüstern in jeder Straße von Liebe und Leid und vom Alltag der Masse. Ein Lachen, das heilt, ein Schweigen, das spricht, für Menschen und Orte ein wärmendes Licht. Ein Ort, der uns prägt, ein Herz, das uns führt, eine Heimat, die wächst, wo Gemeinschaft berührt. Wir wollen Menschen entdecken und Orte verstehen, Gedanken erleben, intensiver wahrnehmen. Orte entdecken und Menschen verstehen, die Geschichten hören, die Welt neu sehen. Kommt mit auf die Reise, hört die Gesichter, blickt hinter die Schilder, wo die Menschen sind, die Vielfalt, den Charme der Gemeinschaft spüren. Gemeinde Boxberg in der Oberlausitz. Orte entdecken, Menschen verstehen, andere Gedanken